So, da haben wir jetzt Folgendes. Ich hatte einen kurzen Cut gemacht. War nämlich gestern schon spät, da machen wir heute weiter. Wir haben hier zur Erinnerung nochmal hier alles platt gemacht, beziehungsweise wir haben uns helfen lassen hier von der Security. Wir haben die Deserteure gefunden und jetzt sollen wir, ich zeige es euch nochmal schnell, im Kampf gegen die Opposition, ermittle gegen das Regime und töte die Deserteure und eliminiere Sergeant Boris Ward. Das ist eigentlich gerade die Aufgabe, die wir gemacht haben. Aber wir sind ja eigentlich hier runter, um für unseren Großmeister die Suche nach der Erde zu machen. Beschaffe Informationen von den Händlern. Händlergerüchte. Befrage die Händler haben wir getan. Untersuche das Verschwinden der Karawane haben wir getan. Und verhandle mit den Worry. Das müssen wir jetzt noch. Deswegen sind wir eigentlich hier. Ich schau mal hier auf der Map. Ich gehe mal auf die große Map. Hier kommen wir in den Untergrund. Nein, das ist es nicht. Ah, da ist Scotty. Der vom Anfang, von dem Anfang-Video, dieser alte Knacker. Teamzusammenstellung. Scheinbar können wir den in unser Team nehmen. Das fände ich Bombe. Dann kann ich nämlich einen von den beiden Idioten rausschmeißen. Hier können wir gegen die Opposition des Regimes ermitteln und... Ah, Anton Rogue. Verhandle mit den Worry. Scheinbar müssen wir zu diesem feinen Herr. Dann würde ich auch sagen, dass wir dort auch hingehen. Bürger, Sam Rogue und Ethan Horst. Horst? Bist du ein Horst? Scheiße. Egal. Aber da ist eine blaue Kiste. Gehen wir doch einfach mal zu der hin. Ja, super. Jetzt stehe ich auf der Kiste. So. Dam, 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 dam. Da war noch was. So. Da war auch noch was. Gott, wo geht's denn hier lang? Jetzt sind wir hier auf diesem Marktgelände scheinbar, wo wir gegen die Opposition des Regimes ermitteln sollen. Hey, I know you don't mind helping out the police when you can, so I just want to know if you've seen anything lately. Groups gathering, people acting suspicious. We're in the slums, officer. This is Anton Rogue's world. More people than not around here are acting suspicious. Yeah, but that's not what I'm talking about. I'm talking more about anyone who may be looking to herd abundance. Folks not fans of the regime. Rumors are going around some rebels are planning an attack. Fucking assholes. Hell, they can't just leave well enough alone? Nah, I mean, I heard something about fellows talking angry, talking about meeting up, but other than that, nothing specific. Alright, thanks. Okay, oben links, oben rechts kam gerade so ein kleines Pop-up-Fenster, das da stand, dass wir erschöpft sind und dass unsere Erfahrung nachlässt. Also die gewonnene Erfahrung sich reduziert. Und wenn wir jetzt auch mal ganz spitzfindig sind, wir schauen mal oben links auf den Erfahrungsbalken. Und da ist dieses XP auf einmal weg, was wir da ja schon gesehen hatten. Und wir uns gefragt haben, wieso das da steht. Scheinbar ist das dieser Erfahrungsboost, den man bekommt, wenn man ausgeruht ist. So, aber ich kann scheinbar sonst mit niemandem hier reden. Außer mit den Händlern. Da tun wir das doch mal. Information oder Ware? Erstmal die Information. If it's information regarding my merchandise, I'm a fountain of knowledge. If it's in regards to anything else, I'm afraid I have. Dann lass uns mal deine Waren anschauen, beziehungsweise schauen wir mal, was wir verkaufen können.
Oh. Das war ja nichts. Widerstand gegen Elektrizität. Ich weiß, was wir selbst damit anrichten können. Und wenn es irgendwie Leute gibt, mit denen wir uns anlegen, die auch so ticken wie wir, dann nehme ich doch lieber das, weil dann bin ich ein bisschen sicherer unterwegs. Das war's auch schon. Und ja, ich verzichte jetzt bewusst auf unsere kleine Brille. Oh, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Wir sind sofort in das richtige Menü gekommen. Perfekt. Scheinbar muss man einfach nur diesen kleinen Stick nach unten drücken, um da dran zu kommen. Ja, schön. Ach du Schande. Lost 10 doses of serum the other day. Bad bet in the arena. Good day. Care for some merchandise, officer? I need information. Don't we all? Unfortunately, I'm just a simple merchant who spends her day here, selling her goods, and probably knows little of anything that would interest you. Die Händler sind mir ja wieder sehr hilfreich. Aurora Technomancer Handschuhe. Ah, doof, nur ich habe nicht die Anforderungen dafür, so bringt mir das auch nichts. Na gut. Aber wenn wir schon hier dabei sind, gegen das Regime, gegen die Opposition des Regimes zu ermitteln, will ich auch wissen, wie das jetzt zu Ende ist, bevor wir hier einfach jetzt wieder blind weiterlaufen und unsere eigentliche Mission, die wir uns ausgesucht haben. Tja, ne? Ach du Scheiße, da ist es ja stockdunkel. Da sieht man ja mal nichts. It's become almost impossible to go through the underworks without bumping into one of those monsters. Yeah, the guards aren't working overtime to get rid of them either. Almost got caught by a school of jellyfish the other day. Didn't think the score was worth more than my life, so I hid. I've seen one of those filthy creatures from a distance. I've heard they're poisonous. I came face to face with a locust once. Never ran so fast in my entire life. When there's one, there's bound to be many. Ich habe jetzt gehofft, wenn man denen zuhört, erfährt man was gegen die Opposition. Aber dem war dann leider doch nicht ganz so. Leider. Leider, 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 leider. Und ich bin ratlos. Wo lang, was tun, wie kriege ich diese bescheuerten Informationen? Komm, lass mich durch, ich bin Arzt. Kannst du... Der scheint... Make the slightest move, you're dead Oh. man. Come on, guys, let's get him! So. Ich will nur Ursachen. Mehr brauche ich nicht.
vor allem mehr will ich nicht. Da habe ich nicht... Ach, das war das Blinken oder Aufleuchten der Tür. Das bringt mir aber auch nichts. Das ist nicht hilfreich. Ein Händler, vielleicht kann der uns mehr sagen. Wenn der jetzt genauso tickt wie andere Händler, bringt er uns leider auch nichts. Officer, hello. What can I do? Ja, Laber, ich will hin machen. Everything you'd ever need for hunting. Gut, der weiß gar nichts, aber trotzdem schauen wir uns mal seine Waren an. Gezacktes Tanto, schlecht. Oh, der hat wie auch nichts. Der hat nicht. Ist ja langweilig. Make the slightest move, you're a dead man. Ja, er hätte es auch nur ein paar Sekunden eher schießen können, bevor der mich fast getötet hätte. Oh. Echt mal, und das sollen Soldaten sein? Aber ich will mich erstmal hier umschauen. Vielleicht haben wir hier ein paar nützliche Sachen, die uns vorhin nicht gesagt wurden. Eine Taschenlampe. Licht. Machen wir doch mal an. Doch, ist die hell. Okay, ja, damit können wir wirklich die dunklen Ecken erleuchten. Das ist praktisch. Da müssen wir tatsächlich runter, dann tun wir das doch auch gerade. Sorry, pal. Nobody enters this office if they got no pass. That right, pal? I'm an officer and a technomancer, and I'm here to see Anton Rogue. Think you should let me in. You even know who Anton Rogue is? He's the big fucking balls here. The boss. I don't care if you're a damn general. Get the hell out of here. Tja, scheinbar haben wir einen Passierschein, weil ich glaube, wir haben vorhin mal Show einen it to me. geklaut. Alright, fine. You can come in even though you're dressed like... you stole it from one of our guys. Ja, da wirst du wahrscheinlich auch gar nicht mal so Unrecht haben. Die Klamotten haben wir wahrscheinlich wirklich einem deiner Leute da geklaut. Kumpel. Ah, jetzt sagen wir nicht, wir werden auch hier Door's rübergekommen. locked from the other side. Nein. Guess we're going around. Doch. Wenn wir von der anderen Seite gekommen wären, hätte es geklappt. Look what the cat dragged in. The prodigal son. A diamond in the rough risen from poor street trash to the godlike ranks of Technomancer. Now tell me, why am I so lucky to be in your presence? I'm looking for a caravan of merchants. They were supposed to be in the exchange. Word is they were escorted to the slums, and you may know something about it. Yeah, rude little men. My town, my streets. Uninvited competition who lack even the common decency to offer a little token of grace in exchange for their presence. If you're ready to settle their debts, I'd be happy to usher them back home. Gut, wir haben 3 Möglichkeiten. Wir können versuchen, diesen Enten zu überreden. Und dann haben wir eine 50-prozentige Chance, dass das klappt. Wir könnten die Schulden der Händler begleichen, aber uns fehlt das nötige Serum. 150 brauchen wir, 130 haben wir nur. Oder wir verweigern die Zahlung.
ich nehme mal unseren 50-50 Joker. Mal sehen, was der uns diesmal einbringt. These merchants were involved in some outside business that requires interrogation as soon as possible. You can either help me find them, or we can always turn our attention towards your business affairs. Your call, Anton. I hear your threat, Mancer, but well, serum is serum. And I'd rather deal with you than swallow the debt those outcasts owe me. It's just business. Pay their debt, and I'll help. Don't, and I'm happy to just show you the door. Na, Sorry, but I'm not in the habit of paying other people's debts. Then I'm afraid this conversation's over. Pity, really. Could have been mutually beneficial. Don't let the door hit you in the ass on your way out. Wieso ist das denn fehlgeschlagen? Verstehe ich nicht. Word is the slums have formed pockets of regime opposition, and you might know where they can be found. People who oppose the regime? I'm shocked. Shocked and appalled, and certain of nothing. Oh, der Typ, der ist echt lästig. Then don't be a snitch. Just stand back and watch as their bombs go off and your precious streets are overrun with guards. I'm sure you're smart enough to know that that can't be good for business, though. Going to have to be more convincing than that, Mancer. I've never been much of a fan of anarchy, but at the risk of offending, I'm even less of a fan of police, and more than capable of taking care of myself without your interference. Listen, asshole, I'm trying to play polite, but I'll be more than happy to play violent instead. Tisk, tisk, tisk. You're on my turf, Mancer. Remember? Probably not the place to start talking tough. Why don't we show you the door? Come on, guys, let's get him! Na gut, so geht's auch, ne? Wenn alles fehlschlägt. Cut it out! That's enough! You want the rebels? Fine. There's a bar in the slums. It's called The Curiosities. Fuck! Now go! Get the hell out of here! Ich will aber die Beute haben, die die fallen gelassen haben. Edge, da bin ich wieder. Du wirst mich nicht so schnell los. So, jetzt kann ich gehen. Beute ist Beute. Aber was mich jetzt ärgert ist... Wieso ist das... Der Timer war doch aus. Ich habe nirgendwo mehr den Timer gesehen, wo stand, finden Sie die Gegner innerhalb der Zeit. Mann, das ärgert mich. So, das habe ich gerade deswegen gemacht, weil wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass wir die Vergiftung erhöhen wollen, generell die Chance auf die Vergiftung und den kumulativen Effekt dazu, also die minus 25% Schaden, die ein vergifteter Gegner dann verursacht. Und genauso... Kurz Mikrofon umstellen. So. Und, ja. Genau so haben wir das jetzt auch gemacht. Ich gehe noch schnell zu Scotty. Da ist auch noch was. Dann tausche ich da mal eines unserer Gruppenmitglieder aus. Ich bin mir nur unschlüssig, ob ich den Typen mit Schild behalten soll oder den Schützen. Der mit Schild, der hat wenigstens einen Nutzen, wenn der einfach nur doof in der Ecke rumsteht und nichts macht. Der kassiert die Prügel und hält sie aus, während der andere einfach nur sich von A nach B prügeln lässt und nicht weiß, was er machen soll. Da ist aber was zum Aufsammeln. Teilkomponenten. Reden wir mal mit Scotty. My boy, I have a favor to ask you. I've lost something. Wow. What'd you lose?
I mentioned one thing. Oh, I am sorry. In fact, it's about a friend. Charles? You remember Charles? No, you can't remember him. Silly me, you never met him. Anyway, Charles is a friend. A scientist co-worker. He was way more successful than I must say. So, he's a friend, and I lost him. It looks like he disappeared, and I am a bit worried. I know that he was doing some sensitive research. Important. Maybe he ran into problems because of that. Anyhow, it's hard to tell. How do you want me to find him? He has an assistant. Very nice. She used to make delicious pastries. Unless I'm mixing her up with someone else. Anyway, he had an assistant. I'm pretty sure of it. Wow, das ist schon mal sehr zuversichtlich. I'll go find her. She must know what happened to him. And if she does, it'll turn out the professor is just at a conference somewhere. Maybe. It's true I don't get invited to conferences as often as I used to. It's rather unfair. I used to love the cocktails they serve. So kommt er mir auch vor. Okay, Teamzusammenstellung. Behalten wir den, erhalten wir Widerstand gegen Unterbrechung. Behalten wir den, bekommen wir physischen Schaden durch Schüsse, den wir verursachen. Ich nehme den, weil wir wollen ja auch mal ein bisschen Schaden austeilen. Oh, die Lebensregeneration das ist doch mal schön. Guck mal da, wie ich weiß gar nicht, wie ich das schön finden soll. Das ist ja einfach ein Traum. So. Wieso haben sie alle auf einmal nur noch rote Schränke? Das finde ich ein bisschen unfair, das ist weniger ein Traum. Scheinbar können wir auch da lang laufen. Und wenn wir das können, dann machen wir das doch auch. Rebels are close. I need to get closer to hear what they're saying. Just gotta keep this straight and stay hidden. They're running out rooms of terrorists in the Bori. How can you keep up a nice establishment with that kind of business model? Okay, come on. Terrorists? Really? If people are saying terrorists are in there, why haven't they been arrested yet? It's a huge risk. You know how it is. They're just opponents to some people. I'm sure they convinced the owner that they're just protesters. Huh. A little bird told me. Shut up. Someone's coming. Where's the Tatsache, next so action klappt going das. now? You heard anything? Operation Cut's going off in a few hours. Bulgakov's taking care of it. Taking a bomb down to the train station in one of those military bags. With all the troops moving around the area, nobody'll even look twice. Fucking regime won't be able to ignore us after that. Freedom or death, right? If they're trying to hit the train station, Lieutenant, we gotta stop them. Do you know how many people they're gonna kill? And we'd be cut off from the other cities and Abundance's enclaves. Holy crap, even the aqueducts would be shut down. Okay. Die sind anscheinend auch nicht erfreut darüber, dass es hier Terroristen gibt, die auch noch wirklich etwas planen. Aber ist es nicht im Curious? Da, wenn wir aber da reingehen, sind ein paar Figürchen mit Ausrufezeichen. Hey there. Reden wir doch mal mit Hey there, Ethan back. Horst. What can I do you for? Moment mal, der hat Hey Informationen. there. Hey there, back. What can I do you for? Lass uns doch mal das alles hören. You know much about the Vori? Enough to say that even a guy like you should stay the hell out of their business. Ain't much crime goes down in Abundance that don't go through them first. Some even say they're set up in the other corps too. Politicians may make the rules, but the Vori, they make the laws that run these streets. Mean bunch of dogs. Spill blood like bad beer. You scratch them, they'll kill you. And maybe your family too, just to make a point.
So. What do you know about Anton Rogue? Rumor is, you say his name 3 times and he'll appear. Sure, that ain't true, Yeah. but I sure ain't gonna try it. One bad dude. Story goes he enlisted in the army young, real young, had a hunger to kill, and when he'd finally filled his belly, he faked an injury on the front and got sent back to the main offices. Part of his plan, or so they say. Was there he got smart, learned to walk the walk, talk the talk, learned all the sensitive info he could get his hands on, then left the army and returned to his roots. Took him less than 5 years from there to snake and charm and stab his way to the top. It's been years now. Since then, he's been ruling over everyone with unmatched cruelty, even though he may seem charming. Honestly, I'd rather not have to deal with him in person. Okay, damit hätten wir die Information über die Worries. Jetzt will ich die Information noch über das ASC, weil das wurde schon irgendwie ganz am Anfang immer angesprochen, aber bis jetzt wissen wir nicht, was oder wer das ASC wirklich ist. Deswegen fangen wir mal klein an. What do you know about the ASC? Enough to pledge my heart and mind and soul to him right now, because I ain't got no idea that you ain't ASC yourself. Don't worry, I'm not. But my life's worth more than your words. Sorry, fella. What can you say about Colonel Victor? Head honcho, top dog, whatever the hell you want to call him at the ASC. Damn name ain't nobody don't know. But doubt more than a handful here in the slums know more than that about him. That in his face, and that's where I'll stop talking. Okay. Been told there's some ASC agents that hang out in here. What about it? Why not? Fine establishment like this? Quite frankly, I don't care who the hell you are, so long as you pay for the drinks and leave the place richer than you found it. What can you tell me about the rebel movement? Well, considering I ain't got a clue who the hell you are, first things first, I ain't one of them. Clear? Good. After that, they're just a group hungry for change. Want more and better than they got now. Can't blame them. More freedom, less sunshine, more hugging, fuck if I know. All I know is they're willing to destroy anything to get it. Who knows? Maybe one day their voices will be heard and they'll make some change. Till then, they're being killed off like cockroaches. What's the word on Bulgakov? Seen him before? Oh yeah, sure, we're good pals. Hang out all day. You fucking kidding me? Guy ain't exactly walking around with a name badge. Could be you for all I know. All I know is he's damn well respected by damn near everyone, even those who ain't rebels. Kind of leader of men type fella. Big ideas. They say them ideas ain't all his own though. The guy got inspired by ideas from all around. Other corps, other cities, even Earth, who knows? But he's out to change the world. Bigger, better, brighter. I hear the rebels meet up in here. That true? Look, I don't ask your business. I just want your business. Serum to pay buys you a place to stay for a few hours. Ain't in a position to turn folks back here. Sure. Not here to judge. Just here to hear what you can tell me. Yeah, all right. They ain't nothing more than regular folks who got angry enough to do something about it. Maybe lost a loved one to the war, re-education camps. Maybe angry at the damn folks up top who don't give two good damns about us at the bottom. And sure, I'm sure there's a few in there with big dreams of making things better. But the bulk ain't nothing more than folks looking for a place to aim their rage. Maybe even find some hope. And that might not seem like a reason to you, when hope and rage are the last things one's got. Das war so ein kleiner Überblick über die politische, soziale Lage hier unten.